Hallo, heute sind wir im grünen Zoo Wuppertal. Hier bei den Löwenäffchen haben wir jetzt gerade gesehen, einmal Tierbeschäftigung in Plastikform und einmal in natürlicher Form. Beides hat Vor- und Nachteile, wie das halt so immer ist, je nachdem welche Geschmäcker man hat. Die Plastikbeschäftigung, die rote, ist den Tieren, wie man dann auch in den Aufnahmen sieht, sofort aufgefallen. Sie lässt sich wunderbar desinfizieren und reinigen, was bei natürlicher Beschäftigung, je nachdem wie man es füllt, eher schwieriger ist. Dazu verwittert natürlich natürliche Beschäftigung mit der Zeit, außer sie wird entsprechend behandelt, was wir aber nicht getan haben, weil die Probestücke, sage ich mal, waren, weil bevor wir da weitere Schritte eingegangen sind. Die natürliche Beschäftigung hat den Vorteil, dass sie im Gehege weniger auffällt, was den Besucher, gerade wenn man Gehege natürlich gestaltet bzw. einen Lebensraum darstellt, weniger stört in der Optik, was Plastikbeschäftigung natürlich tut, weil es natürlich unnatürlich ist. Die Besucher nehmen die Plastikbeschäftigung besser wahr, weil sie es auch von zu Hause her kennen und sagen sich, ach, da ist Tierbeschäftigung drin, ne? Das werten die meisten Leute als positiv, wenn bei der natürlichen Beschäftigung es eher beim Vorbeigehen nicht realisiert oder gesehen wird, außer die Tiere sind gerade aktiv damit beschäftigt. Und dann muss man dann erklären, wieso sind die da gerade dran und ähnliches, während bei der Plastikbeschäftigung das für die meisten schon von zu Hause her bekannt ist, ne, und da weniger nachfragen müssen. Meistens benutzen wir diese zwei Beschäftigungsdinge, um unsere Insektenfütterung ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, statt nur durchs Gehege verteilen, was natürlich auch eine wunderbare Beschäftigung ist. Bei der Größe müssen die Tiere so, je nachdem wie wir es aufhängen, das können wir nämlich flexibel tun, die Mehlwürmer aus den Löchern rausholen oder auch Heuschrecken, Heimchen, was wir gerade halt zur Verfügung haben. Beides haben wir so gestaltet, dass wir das innen wie außen aufhängen können und auch jederzeit den Standort verändern können. Wir haben an gewissen Stellen Ringschrauben positioniert, wo wir dann einfach mit einem Karabiner die Holzsachen aufhängen können oder hinstellen können, sodass die nicht umkippen. Das natürlich dann auch mehr den Sucheffekt bei den Tieren auslöst. Natürlich kennen die Tiere irgendwann die speziellen Hölzer, aber wenn wir wieder neue haben, wird auch das wieder was Neues werden. Dazu markieren die natürliche Beschäftigung auch mehr, gerade wenn sie immer wieder an verschiedenen Standorten zu finden ist. Auf jeden Fall sind die Tiere in freier Wildbahn natürlich hauptsächlich damit beschäftigt, auf Futtersuche zu sein und am Essen zu sein. Dadurch, dass wir das Futter für sie bereitstellen, müssen wir uns natürlich Dinge ausdenken, um etwas abwechslungsreicher füttern zu können. Sei es verschiedene Standorte, die wechseln, wo wir das Futter hintun, so dass der Aktionsradius ja wie auch in der freien Natur danach ausgegeben ist, wie viel Nahrung ist auf wie viel Fläche. Ist auf viel Fläche wenig Nahrung, brauchen sie natürlich ein großes Areal, wo sie fressen. Ist das Areal klein, aber dafür so gut gefüllt, dass sie das ganze Jahr damit gut klarkommen, ernährungstechnisch, dann bewegen sich die Tiere auch etwas weniger. Und hier im Zoo versuchen wir das halt
auszugleichen, indem wir halt keine festen Futterungszeiten haben, dass wir immer verschiedene Standorte haben, das Futter immer anders präsentieren nach Möglichkeit. Ja, und dazu dienen unter anderem diese 2 Beschäftigungsmöglichkeiten. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch nicht vergessen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.